Ja, hoffe ich mal schwer, dass ich zu sehen und zu hören bin. Wieder zurück mit Part 11. Time is of the essence. What? Meet me in Lenin Square. In Lenin Square, ja, das hatten wir schon im letzten Part. So, lass mal schauen, vielleicht mehr Infos. Mich besorgt auf jeden Fall einmal die Sache mit dem 5. Kameraden. Essensversteck. Michael, Munitionsverkauf. Tarakan. Monsterjagd. So. Komm, du wirst das hoffentlich schaffen. So. Ich zähle auf dich, Kollege. Und Start. Yep. Okay, und meine Psyche ist auch ein bisschen angeschlagen, aber ich glaube, das werde ich jetzt bald einmal regeln. Komm schon, blöder Ladevorgang. Ah, da hüpft sie, die Tatjana. Bye, bye. Okay, es dauert jetzt wirklich sehr lange. Und es stottert. Und zwar extremst stark. So, Tag 16. Hier sind einmal zwei Sachen. Mal schauen, wie ich das jetzt löse. So, immer hier durch. Noch ein Hinweis. Sehr gut. Objekt kaukasisch, weiblich Name Jekaterina Lebedeva, Alter 9, Ort NAR, Bioabteilung. Verabreichte Nanolösungen B013, B235, Status schlafend bis 2008, geringe telepathische Aktivität. Test Nummer 12b, Ziel Bereitschaft des Superbewusstseins des Objekts für Tormanipulation beschleunigen. Verfahren. Wir haben beschlossen, den Testpersonen Strahldosen zu verabreichen, um das Tempo, mit dem sie einen Superbewusstseinszustand erreichen, zu beschleunigen. Die Testperson begann, vor der Frau im roten Kleid zu sprechen. Also haben wir sie in ein künstliches Koma versetzt, um Komplikationen zu vermeiden, die durch Stress und, wie wir glauben, dem Kontakt mit der Art Schwarmbewusstsein entstehen. Erste Dosis von 500 MSV für eine Stunde verabreicht, um das Immunsystem zu schwächen und die Latenz von Gamma-Gehirnwellen zu senken. Reaktion: Objekt reagiert wie erwartet. Zweite Dosis von 1 SV für 80 Minuten verabreicht, um den Energiefluss im Sympathikus für den Hirnstamm in dem Thalamus und zur Zirbeldrüse zu lenken. Reaktion: Objekt reagiert wie erwartet.
Dritte und letzte Dosis von 5 SV. Das Objekt trat in den Zustand der Verbundenheit mit dem Chernobylite-Netzwerk. Dadurch konnten wir das Tor für etwa eine Stunde stabil halten. Danach starb die Testperson an Strahlenbelastung, woraufhin sich das Tor schloss. Handschriftlich. Wir müssen weiter nach ihrem Weg suchen, die Testperson länger am Leben zu halten. Aber uns läuft die Zeit davon. Ich hoffe nur, dass wir nicht alles auf Patientin Null setzen müssen. Das ist unsere einzige Absicherung. Okay, haben wir das jetzt? Hier habe ich ja auch voll diese kranken Viecher gesehen. Boah, hier sind ja noch mehr. So, die nächste ist hier drüben. Das ist der The Black Stalker Hinweis. used to work at the power plant, and he seems to know me. Interesting. Now, how does my old mentor Semenov fit into all of this? Ein schwarzer Stalker von G. Semenov. Betreff, was zur Hölle ist da drüben passiert? Das sollte eine hochsicheres und gut bewachte Anlage sein. Trotzdem konnte eine kleine Gruppe zusammengewürfelter Söldner scheinbar ohne große Probleme eindringen. Wie ist das überhaupt möglich? Als du aufgekreuzt bist, war es schon zu spät. Nicht mal deine besonderen Fähigkeiten und die Tatsache, dass du fast dein ganzes Leben lang dort gearbeitet hast, haben geholfen. Wie wäre es mit einer Erklärung? An G. Semenov von Schwarzer Stalker. Betreff R.E. Was zur Hölle ist da überhaupt passiert? Nicht in diesem Ton, Georgie. Du weißt verdammt gut, dass ich mit meiner eigenen Arbeit beschäftigt bin. Es ist nicht mein Vollzeitjob, Kozlov und seine idiotischen Fußsoldaten zu babysitten. Du willst wissen, was passiert ist, gut. Gleich nachdem ich von dem Einbruch in die Anlage erfahren habe, habe ich die 3 Eindringlinge gestellt, die anscheinend erfolgreich in die Hauptreaktorkammer Nummer 4 eingedrungen sind. Stell dir vor, wie überrascht ich war, ihn unter ihnen zu sehen. Du weißt, wen ich meine, oder? Ich habe einen seiner Handlanger erledigt. Aber er konnte mit seinem anderen Freund durch ein Wurmloch fliehen, das er mit irgendeinem selbstgebastelten, von Chernobylite-Kristallen angetriebenen Gerät geöffnet hat. Er meint mich. Okay. Bemerkenswert, nicht wahr? Aber keine Sorge, er hat jetzt meine Aufmerksamkeit. Ich kümmere mich persönlich um ihn. Eins steht fest, die Sicherheit hier ist ein Witz und muss sofort verbessert werden. An Schwarzer Stalker von G. Semenov. Betreff R.E., was zur Hölle ist da drüben passiert? Kümmere dich darum, enttäusch mich nicht noch einmal. Okay. Hat unser Kollege Dreck am Stecken. Ich muss darüber irgendwie. Ich werde probieren, keinen Aufstand zu bauen. Shit, it's still missing. Come on, can you even count, moron? How hard is it? Fuck you, I double-checked. 4 crates are missing. 2 crates of ammo and hardware, and 1 of food. What food? Beans, bread, and... God damn it, the meatballs and mint sauce. What? The meatballs are gone? The only Ich fucking muss good hier food? rüber. Yes. Oh, someone is stealing good shit, I'm sure of that. Fuck this. Let's talk to Sarge. Alright. The fucking meatballs. Jeez. Hierdurch kann ich nicht, muss ich außen herum.
komme ich jetzt darüber? Okay, so. So werde ich das irgendwie schaffen. Koffer. The Policia Hotel. Former symbol of communist luxury, now a relic of bygone glory. If you say so, Tanya. Party apparatchiks used to stay here whenever they visit Pripyat. It gave them a great view of the power plant and the surrounding area while they were checking up on things. The master's eye makes the horse fat, as they say. But it didn't quite work out that way. No, it did not. After the disaster, this place became a hub for the liquidators. They coordinated the helicopter operations from the roof, gave orders, and watched the Mi-6 drop sand and boric acid into the reactor. The only sensible thing to do. Do you think the party bosses were on site? Or maybe they were too afraid of radiation? Did they cower behind mahogany desks in their spacious offices in Moscow? Some of them did come to Pripyat. There are rumors that even Gorbachev stood on this roof once. He must have thought long and hard about the policies he was trying to introduce. Perestroika, glasnost, a token amount of transparency and freedom of speech. After all, state secrecy, censorship, and forced economic planning led to this disaster. But it was too little, too late. Even the truth couldn't save us by that point. Politics was never a business for telling the truth. That's why I stick to science. And what about us, Igor? Can we survive our truth once you find it? Meet me on the hotel roof. Okay. Beim Hoteldach. Na gut, jetzt muss ich hier rauf irgendwie. Das sollte hier irgendwie sein. Es sind keine Notes hier, okay. Hier ist noch was. Radio. Oh, listen to my radio. Remember the disco at Energetic? How could I forget? I was the worst dancer on the floor. Even in my younger years, I was always a bit stiff. That's not true. Besides, you had a great partner to lead you. Me. And the disco balls? It was great. The lights, the beat, the atmosphere. I remember. It had a funny name, but like an old inventor. Edison. Edison, too. Right. But Energetic was way more than a disco. It had a library, swimming pool, cinema. Yes. I took you to see a Georgian movie about a young guy traveling around villages, collecting folk songs and music. What was it called? The Journey of a Young Composer. It was a masterpiece. Beautiful music, a funny story. It had everything. I know. You made me watch it like 3 times. I was so happy, Igor. Back then, even if not everything was okay, I could always lean on you and forget my cares. When we arrived in Pripyat, before the incident, that was the happiest time of my life, Tanya. Those sunny days, do you think we will ever see them again? Can we go back, Igor? Is it even possible? I'll make it possible. Do you hear me, my love? Tanya? Come along, Igor. We're not done yet. Okay, ich muss jetzt wieder runter. Ich hab so das Gefühl, als ob jetzt irgendwas passieren wird. So, ich muss mich irgendwie dort drüber durchkämpfen. Aha. So.
Da kann ich nicht, oder? Oder kann ich etwa doch durchs Gebäude durch? Yep, ich kann. So. Aber das sollte jetzt der richtige Weg sein. Ein Bild. Okay, ein riesiger Prater. The Pripyat amusement park had the autodrome, paratrooper, swing boats, and the Riesenrad, famous ja, Ferris wheel. Riesenrad. I know it was just a distraction, but I wish we'd gotten to ride it at least once. See the city from the air one last time before our world collapsed. It never had a chance to open. It was doomed from the start. A pretty dream. Just another type of opium for the masses, to paraphrase the classic. Our Professor Komunik always focused like a laser beam. God forbid he ever be distracted by frivolity or fun. You've always thought very highly of yourself, haven't you? You concern yourself only with the serious, scientific problems, uncovering the secrets of the universe, measuring the fabric of reality, grasping the order of things, the ultimate truth. You look down on the little people simply living their boring, workaday lives. Admit it, you despised those people, hated everyone who couldn't match your level of thinking. No, I never. That's now what this is about. It's just that people are chaotic, disorganized, unreliable, unpredictable. While physics and mathematics, science, never lets me down. Even in the darkest of times, I can always rely on their simplicity, clarity, beauty. What role did I play in this life of the mind? Was I a distraction from your lofty goals? A destructive force tearing down your orderly life? What's your truth about us? No, not you. You were different, inspiring. I embraced you. You've been my reason to live, to work. You were, and always will be, my little chaotic dancing star. That's the truth. Even if it's only my truth. Okay. So, ein Chernobylite-Kristall habe ich gefunden. Na gut. Sonst haben wir hier nichts mehr. Hier wäre noch ein Versteck, aber lassen wir das einmal. So, wie haben sich die anderen angestellt? Ich hoffe gut. So, oh, kommt schon, Leute. Das müsst ihr alles geschafft haben. Michael. Saschko, komm, Tarakan, komm. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. So, Essen, Essen. Ach komm, geben wir den hier zwei. Weil die sich so gut angestellt haben. So. Jetzt einmal das hier.
diese Mucke. Na gut, holen wir alles raus, was wir haben. So, was brauche ich für die Keramikplatten? Meine Taschen sind voll. Eieieiei, das ist nicht gut. Kann ich irgendwas kombinieren? Egal was. 4 und 5. 6 ganze Platten kommt. Ne, 5. Also eine hat er ja benutzt, okay. Okay. Das kommt weg. Das bleibt, das brauche ich natürlich. Der hier kommt weg, der Chip. Was noch? Okay, die Salze. Alter, ich habe echt viel zu viel Schrotmunition. Ich könnte echt ein bisschen wegtun. So. Machen wir uns noch ein paar Platten. Denn die brauche ich. Okay, 3 Fähigkeitspunkte. 13, 14, 15, 16. Das sind 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Komm, noch 4 Platten mache ich mir. 1, 2, 3, 4. So. Legen wir hier wieder alles ab. Sehr gut. So, was könnte ich noch lernen? I can see things, Mousy. Are you okay? You don't look so hot. The terror courses through me. Present, past, future. A tormented, hungry beast about to burst free of its cage. A volcano of unstoppable force. Hellish green light and poisonous vapors. Is this in the past or the future? Future? Past? These distinctions are meaningless before a terror from out of this world. We awoke something that night in 1986. Something so alien. It is almost beyond our comprehension. Beyond comprehension? I don't think so. We'll get to the bottom of this eventually. Everything has a scientific explanation. Remember, Igor, this isn't just some stuff for you to power your fancy gun. It's so much more. You need to be ready for anything, Mousy. So, lass Hey there, uns Tarek. schauen. But of course, Die Konversation hatten wir oft. So, Actually, I can't do it right now.
How's it hanging, So, Professor Egghead? was geht? Kannst du mir mehr Hill, Platz? what is that devilish cacophony blasting from our radio? You're obviously no fucking Gopnik, but you'll learn. This is the music of the zone. But you were born here. How can you not know this stuff? Well, don't forget I spent many years in the UK. James fucking Bond, remember? Right. You definitely missed some vital history, like the collapse of the Soviet Union, the Yanayev Uprising, and Hard Bass. The last one sounds especially ominous. What's that? Not a big music fan, huh? I love music. Listening to Tatiana play the violin is one of my fondest memories. Sibelius, Rachmaninoff, Stravinsky, Prokofiev, Shostakovich, even Vivaldi. Jesus H. Fuck Nugget! You must be like 100 fucking years old! I'm not, though I feel like it sometimes. We need to remedy this situation pronto. I want you to listen to Sex, Kvass, and Hard Bass. It'll change your understanding of music forever. I have absolutely no doubt about that. So, Nikhil, you've been trainieren. around. Perhaps a gathering. So, perfektes Sammeln, Fassungsvermögen. Überlebensinstinkte. Beim Sammeln von Ressourcen sammeln steigert dein Eintrag um 30%. Oh, das ist gut. Perfect. Komm, Let's do machen it. wir das. Listen closely and don't interrupt. I'm gonna help you hone your survival instinct. Pretend like your life depends on it. On second thought, don't pretend. Take this shit seriously, got it? All right then. You already know how to scout for useful herbs and mushrooms, eh? What you don't know is that the root of most plants can be eaten as well. If it's not rotten and you pull the plant out efficiently, you have a good chance of getting some free food. How fucking great is that? So, the more plants you gather, the better your chances of finding something edible. You try it now. I'm gonna give you 60 seconds to gather as many healing herbs and mushrooms as you can. Ready? Go! So, lass mal schauen. Hier. 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 40 seconds left! Run, Professor, run! Ja, Alter, ja. Ah, hier sind überall noch Sachen. 20 seconds! Scoop those green bastards up! So, hier drüben ist noch was. Lauf verdammt nochmal, Igor, lauf. Only 10 seconds left! Was kann ich noch bitte finden? Time's up! Come back, Igor! Let's see how you did! Great job, Igor! Your survival instinct is strong. Or maybe you were just hungry, I don't know. Anyways, that's it for now. Okay. Habe ich auch gemeistert, diese Fähigkeit. Jetzt würde ich mir gerne mal das Brett anschauen. Okay, hier habe ich ein paar Sachen gefunden. Und hier auch. The Blackstalker knows the facility like the back of his hand. And he seems to remember me from when we apparently both worked at Vladimir Ilyich Lenin nuclear power plant. He must be a former employee, like me. Okay, er kennt die Einrichtung wie seine Westentasche und er erinnert sich an ihn, wie sie wahrscheinlich beide gearbeitet haben bei Wladimir Ilyich Lenin Nuclear Power Plant, also nukleare, wie heißt diese, Atomkraftwerk.
He must be from a player like me. Er muss auch ein Angestellter gewesen sein, wie er. So, das war einmal das. Schauen wir, was uns jetzt erwartet. Und schon wieder die Olle. Wake up, my love. There's something I have to show you. Tanya? What? I need you to revisit some places from the past. You must remember. Find me near the Duga complex. Okay. Ich werde versuchen, dich zu finden. So. Geister der Vergangenheit, Igor. Munitionsabwurf. Das kann er machen. Essensabwurf. Soll das Michael machen? Das macht er. Das macht Saschko. Ich hoffe, du schaffst es, Saschko. So. Mission starten. Ich bete für Saschko, dass er es schafft, Alter. Wehe, wenn nicht, Mann. Er hat letztens 2 Essensrationen bekommen. Er sollte fit wie ein verdammter Turnschuh sein. Außer Saschko hat nur eine Pistole. Das wäre dann scheiße. Aber er könnte auch eine Weste vertragen. Die könnte ich ihm herrichten. Warte. Was ist das? Who's that? Don't make me... We've got you now, stalker! So. So, das wird wieder gut mit ein bisschen Wodka, Alter. Oder machen wir das hier? Beruhigungssalz. Ja, das wäre jetzt gut einmal einnehmen. So, der Schild wird gerade auch aufgeladen. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Hier ist noch was. Was? Ich kann keine AK-Munition mehr aufnehmen. Warum werde ich das hier entfernen einfach?
Gasmaske. Power plant employees, firefighters, nurses, doctors, miners, soldiers, and liquidators. Hundreds of thousands of people helped clean up the disaster site. A monument to those who saved the world. Maybe they wouldn't need to save it if someone else hadn't fucked it up so badly in their first place. Tanya, my darling, you never used to be so cynical. Is that a fact? Or is your memory playing tricks on you? That's the problem with memories. They're unreliable, fleeting. We remember things as we wish them to be, instead of how they actually happened. What do you want from me, Tanya? Take a closer look at the monument. Do you see that man on the left? The one holding a dosimeter? There were no dosimeters at the site right after the disaster. The ones that weren't broken were confiscated. These people had no idea what they were facing, and anyone who tried to tell the truth was silenced. State secrets have always been a top priority for our leaders. State secrets and May Day parades. Simple people were just collateral damage, the cost of doing their dirty business. It was more complicated than that. Besides, progress always comes at a price. Progress, huh? Come with me, Igor. I'll show you what progress you've always loved so dearly. Okay, komm, schauen wir. Okay, Igor rutscht nicht während ich beim Laufen ducken drücke. Boah, das da drin schaut heftig aus. Okay, hier rein muss ich irgendwie. Hier. Jetzt ein Schild. Okay, jetzt dreht sich alles ums Nukleare. Gasmaske, Nuklearschild oder auch Atomschild. Remind you of anything? That's new. Oder Zeichen. The work of dark tourists, I suppose. But what do you see? Human silhouettes. Dark shadows burned into the background. Almost like images from Hiroshima and Nagasaki. The residue of human beings in their final moments after the bomb dropped. They were disintegrated, instantly reduced to ashes at 5,000 degrees Celsius. The nuclear fission of uranium-235 and plutonium-239 created explosions so powerful they bleached everything near the blast. But why are you showing me this? I've never worked on nuclear weapons. All I wanted was to provide cheap, unlimited power for my fellow citizens, not to build fucking bombs. Are you sure of that? What do you remember about the RBMK-1000 reactor? It was unreliable, flawed, used to malfunction all the time. And why did the party bosses insist on using this flawed design? Remember, Igor. You've got to remember. Because it could be easily adopted to wartime production. Atoms for peace could become atoms of destruction in an instant. That was never the plan. Do you understand? I have to show you something else. Follow me. Okay, noch etwas. Na gut, lass mal jetzt schauen. Hier muss ich irgendwie reinkommen. Okay. Nope. Falscher Eingang, aber hier. Baupläne. Was horizontal RPS Puga technicznej schema. The Russian woodpecker, steel yard, Moscow eye, a beast with many names. Dugo 1, over the horizon radar. It was supposed to warn us about incoming nuclear missiles from the west. Impressive in size and very power hungry. The array needed the power plant to supply electricity. But at the end of the day, it was just radar.
A heap of metal, and I destroyed it. It's a tool of war. Yet another step towards a never-ending arms race. So that's progress for you, Igor? And you've been a part of that, even if unwittingly. What are you talking about? Was that even all of it? What about the secret transmissions, mind control, KGB experiments? Why don't you tell me, since you seem to know so much about it? I wish I could, but I can't. You brought me here, and... Don't sulk, Igor. Use your brain. Unless I'm going crazy, and you're nothing but a voice in my head. Tanya? Tanya? Okay, ich muss jetzt hier runter. I should have brought that goddamn power bar. I'm starving. Quest abgeschlossen. Aber nicht ohne einer guten alten Schießerei. It's us or him, boys. We got a man down. It's just one guy. One guy. Get him. Puh. Mann, ich habe ja eh die Gasmaske aufgesetzt. Was ist los, ihr Pisser? So, die Schießerei hätten wir auch einmal hinter uns. Die Umgebung verstrahlt mich, aber so ein Wurmloch nicht. Das ist echt verrückt. Einfach nur verrückt. Der schaut immer so verzweifelt rein. So, okay. Mikhail. Wer kommt jetzt? Saschko? Sehr gut, Mann. Und er natürlich. Gut, 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 gut. Komm, alle bekommen einmal was gut zu essen, Mann. Das geht auf mich, Mann. So, meine Psyche. Oh, das schaut so krank aus, Alter. So, meine Psyche könnte ich mit dem hier Körper nach Verzehren bei der Ausscheidung radioaktive Partikel. Machen wir es lieber so. 2 von denen mache ich. Also Beruhigungssalze. Hier ist Antistrahlungssalz. Und komm, noch eine. Dann das hier. Und komm, noch eine. So, heute habe ich ja nichts Aufregendes entdeckt. Auch nichts. Okay, doch, etwas habe ich glaube ich noch gefunden. Eine hier ist noch frei. Okay, fehlt nur noch mehr das hier. Vielleicht finden wir das ja auch. Okay, es speichert. So, keine Tatjana mehr. Na gut, das ist mein gutes Zeichen. Okay, wie gesagt, vielleicht finden wir letzte, nicht Notiz, sondern Fakt, letzte Fakt. Aber das bestimmt beim nächsten Part. Hier ist wieder mal Ende im Gelände und ich weiß, es ist dunkel, vielleicht könnt ihr mich gerade mal noch sehen. Aber ich bedanke mich fürs Zusehen. Bleibt dabei und bleibt dran.
wir sehen in der nächsten Folge, was weiter passiert. Bis dahin. Tschüss.